Liebe werdende Mama, die neue S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt an Termin ist am 12. Januar 2021 erschienen und bietet einen neuen, aktualisierten Leitfaden für Hebammen und Gynäkologen für die Klinikgeburt. In diesem Video habe ich mir die ersten wichtigsten Punkte herausgepickt, die ich dir gerne erläutern und ein wenig ausführlicher erklären möchte. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassagekursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Außerdem laufen aktuell alle Kurse, die ich gebe, als Online-Live-Kurse. Alle Termine findest du auf meiner Website, die ich dir unten in der Infobox verlinkt habe. Eine Geburt im Krankenhaus bedeutet für viele Frauen Unsicherheit. Was für Dinge kommen auf mich zu? Was sollte ich wissen, wenn ich im Kreissaal bin? Darf ich bestimmte Untersuchungen ablehnen? Worauf muss ich achten? 6 wichtige Dinge aus der neuen S3-Leitlinie, die du hier unbedingt wissen solltest, habe ich für dich zusammengefasst und erklärt. Punkt Nummer 1: Objektive Informationen bezüglich Betreuung und Geburtsort. Die erste Empfehlung in der neuen Leitlinie bezieht sich auf die Schwangerschaft. Jede Schwangere soll über die verschiedenen Möglichkeiten des geburtshilflichen Settings mit all seinen Möglichkeiten wie schmerzlindernde Maßnahmen, Betreuungsformen etc. informiert werden. Hierzu gehören auch Dinge wie eine vaginale Geburt nach Kaiserschnitt, Beckenendlagengeburten oder Zwillingsgeburten. Der nächste Punkt knüpft hier direkt daran an. Wenn die werdende Mama außerdem Informationen bezüglich des Geburtsortes bekommt, sollen diese Informationen ohne persönliche Sichtweise des Arztes oder der Hebamme erfolgen. Diese erste Empfehlung ist in vielerlei Hinsicht sehr, sehr wichtig. Vor allem aber nicht nur für Erstgebärende. Denn vielen Frauen ist leider gar nicht bewusst, welche Optionen und Wahlmöglichkeiten sie im Hinblick auf die Geburt haben. Dass es neben der PDA im Krankenhaus auch noch andere schmerzlindernde Methoden gibt oder dass es andere Geburtsmodelle gibt, wie zum Beispiel Beleggeburten im Krankenhaus, eine Geburt im Geburtshaus oder auch eine Hausgeburt. Hier kommt dann aber leider oft hinzu, dass viele Ärzte Geburten außerhalb des Krankenhauses sehr skeptisch gegenüberstehen oder auch bei einer Geburt aus Beckenendlage oder einer Zwillingsgeburt lieber einen Kaiserschnitt vorziehen und somit auch empfehlen. Daher ist es also wirklich wünschenswert, dass viele Ärzte trotz ihrer persönlichen medizinischen Ausbildung, die sehr auf Komplikationssuche aus ist, jeder werdenden Mama die Chance geben, alle Informationen rund um die Geburt wertfrei zu bekommen und sich ihre eigene Meinung bilden zu können. Punkt Nummer 2: individuelle und respektvolle Betreuung. In diesem kurzen, aber wichtigen Abschnitt ist festgehalten, dass alle Frauen eine individuelle und respektvolle Betreuung erhalten und dass sie mit Wertschätzung und Achtung behandelt werden sollen, damit sie eine selbstbestimmte, gut informierte Entscheidung treffen können. Meiner Meinung nach ein sehr wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt in der kompletten Leitlinie. Leider kommt es immer wieder vor, dass man von Frauen hört, die während der Geburt zu Dingen und Entscheidungen gedrängt wurden und sich im Nachhinein nicht wohl damit gefühlt haben. Oder von Gebärenden, die sich einen anderen Umgangston im Kreissaal gewünscht hätten. Die Geburt ist ein einzigartiges Erlebnis, das man nur einmal erleben kann und im Nachhinein kann nichts mehr verändert oder ungeschehen gemacht werden. Daher finde ich es besonders wichtig, diese respektvolle Behandlung jeder Frau zukommen zu lassen. Und hier kommt auch der Partner ins Spiel, denn er kann während der Geburt darauf achten, dass es seiner Partnerin gut geht. Sollte er hier Bedenken haben, darf es durchaus auch die Aufgabe des Partners sein, das medizinische Personal auf die Wünsche seiner Frau anzusprechen. Punkt Nummer 3: frühzeitige Informationen und Unterstützung. In dieser Empfehlung auf Seite 15 der Leitlinie geht es darum, dass der werdenden Mama zum einen frühzeitig in der Schwangerschaft Unterstützung angeboten werden soll, um eine informierte Wahl hinsichtlich der Geburt treffen zu können. Und zum anderen soll sichergestellt werden, dass die werdende Mama diese Informationen in einer für Laien verständlichen Form zur Verfügung gestellt bekommt. Gerade die frühzeitige Unterstützung
und auch frühzeitige Informationen sind in vielen Bereichen sehr wichtig. Zum Beispiel die Suche einer Nachsorgehebamme sollte so früh wie möglich, am besten bereits in der 5. oder 6. Schwangerschaftswoche erfolgen. Weiß man als Erstgebärende darüber nicht Bescheid, kann es sehr schnell passieren, dass man ohne Hebamme im Wochenbett dasteht und wichtige Hilfestellungen gerade nach der ersten Geburt fehlen. Auch eine Hausgeburtshebamme muss man sich so früh wie möglich in der Schwangerschaft suchen. Sollte man das nicht wissen, ist auch diese Option zu einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft nur mit sehr viel Glück oder gar nicht mehr verfügbar. Und natürlich sollten die Informationen, wie zum Beispiel die Option auf verschiedene Untersuchungen in der Schwangerschaft, gut verständlich sein, damit man als werdende Mama auch ohne medizinischen Hintergrund gut informiert und aufgeklärt ist. Punkt Nummer 4: Eine 1:1 Betreuung durch die Hebamme. Laut der neuen S3-Leitlinie soll auch den Frauen, die im Krankenhaus entbinden, eine 1:1 Betreuung zuteil werden. Die Gebärende soll also in der Eröffnungs- und Geburtsphase geburtshilfliche Betreuung erhalten. Hierzu zählen emotionale Unterstützung, Fürsprache und Informationen zur Geburt. Die Betreuung durch ein und dieselbe Hebamme unter Berücksichtigung bestehender Arbeitszeitmodelle soll so kontinuierlich wie möglich erfolgen. Das klingt natürlich wirklich toll, denn eine 1:1 Betreuung ist das, was für die Gebärende den besten Verlauf der Geburt garantiert. Bei dieser Art der Betreuung ist ständig eine Hebamme an ihrer Seite, um sich voll und ganz den Bedürfnissen der werdenden Mama zu widmen, sie durch die Geburt zu begleiten und zu bestärken. So bekommt auch die Hebamme einen viel besseren Überblick über den Fortschritt der Geburt, kann Ängste und Unsicherheiten nehmen und Interventionen werden oft überflüssig. Leider lässt der Zusatz unter Berücksichtigung bestehender Arbeitszeitmodelle schon erahnen, dass diese Empfehlung im Klinikalltag oft nicht umsetzbar ist. Eine reguläre Schicht geht 8 Stunden. In diesen 8 Stunden könnte eine Hebamme die Frau durchgehend betreuen. Kommt die Frau aber erst im Kreissaal an, wenn die Hebamme bereits 4 Stunden arbeitet, wird sie nach 4 Stunden eine Kollegin zur Betreuung bekommen, sollte das Baby noch nicht geboren worden sein. Das heißt, eine kontinuierliche Betreuung ist leider trotz dieser Empfehlung einfach nicht immer umsetzbar. In der Regel hat jede Entbindungsstation außerdem mehrere Kreissäle als Hebammen im Dienst. Sind nun alle Kreissäle besetzt, ist eine 1:1 Betreuung, bei der die Hebamme permanent im Kreissaal ist, leider nicht machbar, da sie noch mindestens eine weitere Schwangere zeitgleich betreut. Somit fehlt letztendlich oftmals leider doch die emotionale Unterstützung, Fürsprache und auch Informationen zur Geburt, die für viele Mamas sehr, sehr wichtig sein können, um bestärkt zu bleiben und weder ängstlich noch verunsichert zu sein. Nachlesen kannst du diese Empfehlung auf den Seiten 16 und 17 der Leitlinie. Als Hypnobirthing-Coach finde ich es daher unglaublich hilfreich, wenn man sich mit einer mentalen Art der Geburtsvorbereitung auf die Geburt vorbereitet hat. Denn mit den erlernten tiefen Entspannungs- und Atemtechniken ist es den werdenden Eltern möglich, zeitweise auch ohne die Hebamme auszukommen und entspannt zu bleiben. Punkt Nummer 5: Begleitungen der eigenen Wahl. In der neuen Leitlinie steht ebenfalls auf der Seite 17 ein einzelner, sehr kurzer Punkt, der sehr konkret und wichtig ist und in der Leitlinie keiner weiteren Ausführungen bedarf. Hier steht: Es soll der werdenden Mama ermöglicht werden, eine Begleitperson bzw. Begleitpersonen ihrer Wahl während der Geburt zur Unterstützung im Kreissaal an ihrer Seite zu haben. Doch vor allem aktuell durch die Corona-Beschränkungen ist es manchen Frauen zu Beginn der Geburt nicht einmal möglich, eine einzige Begleitperson dabei zu haben. Vor allem Frauen, die zur Einleitung mit vorzeitig aufgegangener Fruchtblase oder einfach zu früh unter der Geburt ins Krankenhaus fahren, sind manchmal über Stunden oder bei einer Einleitung auch tagelang alleine, ohne eine vertraute Person an ihrer Seite. Für alle Frauen in dieser Situation eine große Belastung, die die Geburt und ihren Verlauf mit großer Wahrscheinlichkeit negativ beeinflusst. Zumindest aktuell ist hier also leider ganz dringend Bedarf an einer besseren Lösung, um diese Empfehlung trotz Corona umzusetzen und den Frauen eine bessere Geburt zu ermöglichen. Punkt Nummer 6: Essen und Trinken während der Geburt. Ein weiterer wichtiger Punkt in der neuen Leitlinie ist der Punkt,
der das Thema Essen und Trinken während der Geburt behandelt. Seite 18 der Leitlinie widmet sich komplett der Nahrungsaufnahme während der Geburt. Zum Thema Trinken ist hier festgehalten, dass Frauen während der Geburt trinken dürfen. Isotonische Getränke sind Wasser gegenüber zu bevorzugen. Auch das Essen wird im nächsten Punkt hier explizit erwähnt. Frauen dürfen leichte Kost zu sich nehmen, sollten sie während der Geburt keine Opioide, also keine morphiumähnlichen Substanzen erhalten und keine Risikofaktoren aufweisen, die auf eine mögliche Vollnarkose im weiteren Geburtsverlauf hindeuten. Außerdem soll die werdende Mama darüber informiert werden, dass sogenannte faserarme Kost wie Weißbrot, Knäckebrot oder Käse eine stärkere Magenfüllung herbeiführen. Laut S3-Leitlinie hat diese Nahrungsaufnahme weder einen positiven noch einen negativen Effekt auf die Geburt. Trinken während der Geburt ist sehr wichtig. Durch die Bewegung und natürlich auch die Anstrengung während der Geburt fängt die werdende Mama irgendwann an zu schwitzen. Wenn sie dann noch tönt, kann es schnell passieren, dass der Mund trocken wird und natürlich auch eine Menge Flüssigkeit verloren geht. Hier ist es sehr wichtig, während der Geburt genug und regelmäßig etwas zu trinken. In den Leitlinien wird darauf hingewiesen, dass isotonische Getränke bevorzugt werden sollten, denn sie belasten den Verdauungstrakt minimal, gehen sehr schnell ins Blut und versorgen den Körper mit Mineralstoffen. Soweit ich weiß, werden solche Getränke im Kreissaal allerdings nicht standardmäßig angeboten. Hier ist es also sinnvoll, in der Schwangerschaft das ein oder andere isotonische Getränk auszuprobieren, damit du etwas findest, was dir auch schmeckt und dir dann auch etwas Isotonisches mit ins Krankenhaus nehmen kannst. Natürlich ist es aber auch in Ordnung, Wasser zu trinken. Wichtig ist, dass der Körper nicht dehydriert und ein schöner Nebeneffekt ist der, dass du keinen Zugang brauchst, der in der Regel sehr störend ist. Auch um das ein oder andere an fester Nahrung solltest du dich vorsichtshalber selber kümmern, damit du das ein oder andere dabei hast, denn nicht immer gibt es die Möglichkeit, im Kreissaal Essen zu bekommen. Warum ist dieser Punkt Essen und Trinken während der Geburt jetzt so wichtig? Es gibt leider immer noch viele Länder, in denen Essen und auch Trinken während der Geburt verboten ist. Man kann die Geburt aber ohne zu übertreiben mit einem Marathon vergleichen. Und niemand würde einem Marathonläufer verbieten zu trinken oder etwas zu essen. Dann würde er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ins Ziel kommen. Eine Geburt dauert oftmals sogar noch länger als ein Marathon. Daher ist Trinken als auch bei Bedarf etwas zu essen ein wichtiger Faktor während der Geburt, den man positiv beeinflussen kann. Wie du siehst, gibt es viele wichtige Dinge in der S3-Leitlinie, bei denen es hilfreich ist, auch als Gebärende darüber Bescheid zu wissen und bestimmte Dinge im Zweifelsfall aktiv nachzufragen und einzufordern. Es gibt noch weitere wichtige Punkte in der neuen Leitlinie, auf die ich gerne eingehen möchte. Damit dieses Video aber nicht zu lang wird, wird es mindestens noch einen zweiten Teil geben. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du das nächste Video zu der S3-Leitlinie und auch kein weiteres Video mehr verpasst. Und hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.